Die Kürbissaison ist bald zu Ende und lass uns noch ein Kürbisrezept kochen. Also, bleibt dran! Hi zusammen, Josse hier vom Kanal Yummy Photo. Heute machen wir wieder ein Kürbisrezept auf vegetarischer Art. Ist ganz einfach und die Vorbereitung geht ganz schnell. Ihr braucht nur 5 Zutaten, die ihr bestimmt zu Hause auch habt. Also, genug mit Labern und lasst uns starten. Alles, was wir brauchen, ist 400 Gramm Kürbis, 5 Stück Kartoffeln, ich habe so eine mittlere Größe genommen, 200 Milliliter Schlagsahne, 125 Gramm Hirten- oder Feta-Käse ist Geschmackssache, eine Handvoll Walnüsse, das sind ca. 30 Gramm, und zum Würzen 1 Teelöffel Brühe. Zuerst starte ich mit den Kartoffeln. Die schälen wir zuerst. So, jetzt sind wir mit den Kartoffeln fertig und jetzt starten wir mit unserem Kürbis. Der wird dann auch geschält. So, der Kürbis ist jetzt auch schon fertig. Was wir als nächstes machen, ist schon mal den Backofen anmachen. Den soll man schon mal vorheizen und dann geht's weiter. Der Ofen ist jetzt schon mal angemacht. Und wir starten jetzt unseren Kartoffel und unseren Kürbis in Scheiben zu schneiden. Es ist egal, mit was ihr startet, ob das der Kürbis ist oder die Kartoffeln, ist eigentlich ganz egal. Ihr müsst die alle nur in Scheiben schneiden. Das ist einer der einfachsten Rezepte und einer der leckersten Rezepte, die ihr wirklich machen könnt. Der ist wirklich ganz schnell fertig. Die Zubereitung ist der einzige Aufwand und alles geht nur in den Ofen rein. Und das war's dann eigentlich. Und danach habt ihr so ein richtiges köstliches Essen. So, manche sind dicker, manche sind dünner. Den könnte ich eigentlich auch noch schneiden. Nee, ich lasse ihn so. Okay, gut. Dann machen wir jetzt unsere Kartoffeln. Okay, jetzt sind wir mit Kartoffeln schneiden auch fertig und Kürbis ist auch schon fertig. Was wir jetzt machen müssen, ist unsere Ofenform rausholen. Das ist meine kleine Ofenform für 2 Personen. Wenn ihr natürlich mehr Personen seid, braucht ihr eine größere Ofenform. Was ihr dran denken müsst, ist, dass dann die Menge an Zutaten auch dann mehr sein müssen. Bevor wir mit der Schicht anfangen, müssen wir unsere Ofenform ein bisschen mit Öl einschmieren. So, dann können wir unsere Kartoffeln und den Kürbis dann schichten. So, ein bisschen Öl. Jetzt schichten wir unsere Kartoffeln und Kürbis. Was ich noch dazu sagen muss, meine Ofenform ist sehr schmal, deswegen muss ich halt meinen Kürbis noch in Hälfte teilen, sodass ich es besser schichten kann, weil ich schichte es in 2 Reihen. Also, ich fange immer zuerst mit den Kartoffeln an. So, wenn ihr jetzt mal schaut, ist es zu knapp, was ich mache. Ich teile es. Und dann schichten wir eins nebeneinander. So, und dann kommt wieder der Kartoffel. So, wenn ihr knapp vor Ende seid, einfach ein bisschen nach hinten drücken, sodass ihr mehr Platz bekommt.
Hier noch ein bisschen Kartoffeln rein. Hier ist noch ein bisschen was übrig geblieben. Das können wir ganz hinten, eigentlich am Anfang, schauen Sie mal, ganz normal reinstecken. Und den Kürbis tue ich auch jetzt ein bisschen noch so halbieren. Und einfach mal so irgendwo reinstecken, wo es Platz gibt. Und fertig. Als nächstes kommt unser Hirtenkäse oder Feta-Käse, was ihr zu Hause habt. Das tun wir jetzt in kleine Würfel schneiden und die Walnüsse tun wir klein hacken. Unser Hirtenkäse in kleine Würfel schneiden. Das schieben wir jetzt alles zur Seite und jetzt hacken wir unsere Walnüsse. Unsere Walnüsse sind jetzt fertig. Und das kommt jetzt alles in unsere Ofenform rein. Okay, jetzt tun wir unsere Schlagsahne vorbereiten mit unserer Brühe. Das schieben wir jetzt alles mal zur Seite. Hier haben wir 200 Milliliter Schlagsahne und einen Teelöffel Brühe. Das haben wir jetzt fertig gemixt und jetzt müssen wir nur noch die Schlagsahne drüber gießen und in den Backofen. Wir backen das jetzt insgesamt 40 Minuten lang auf 200 Grad. Die ersten 20 Minuten bedecke ich das mit Alufolie und die nächsten 20 Minuten ohne Alufolie. Solange das 20 Minuten lang gebacken wird, könnt ihr Kaffee trinken, chillen oder ein Buch lesen und wir sehen uns in 20 Minuten wieder. Die 20 Minuten sind um. Die Alufolie kommt jetzt ab. Und zurück in den Backofen für 20 Minuten lang. Das riecht sehr lecker. Ein köstliches Mittagessen mit wenig Aufwand. Kürbis, Kartoffel, was will man denn mehr? Wenn ihr noch andere Kürbisrezepte sehen möchtet, den Link zum Video findet ihr hier oben. Für das hier, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Bitte schreibt einen Kommentar, vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren und wir sehen uns nächste Woche mit einem neuen Rezept. Ciao!